Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Es gab ein Dorf, in dem nur sehr reiche Bauern lebten, außer einem armen Bauern, der als der kleine Bauer bekannt war. Er hatte nicht einmal eine Kuh und kein Geld, um sich eine zu kaufen, aber er und seine Frau wünschten sich wirklich eine. Eines Tages sagte er zu ihr: Hör zu, ich habe eine gute Idee. Unser Freund, der Zimmermann, kann uns ein Holzkalb machen und es braun anmalen, damit es wie ein echtes aussieht. Irgendwann wird es wachsen und zu einer Kuh werden. Die Frau fand die Idee gut, also machte ihr Freund, der Zimmermann, das Kalb, malte es ordentlich an und stellte es mit gesenktem Kopf auf, als ob es fressen würde. Am nächsten Morgen, als die Kühe auf die Weide gebracht wurden, rief der kleine Bauer den Kuhhirt und sagte: Schau, ich habe hier ein kleines Kalb, aber es ist noch klein und muss getragen werden. Der Kuhhirt stimmte zu und hob es auf, brachte es auf die Wiese und stellte es ins Gras. Das kleine Kalb stand still, als ob es fraß, und der Kuhhirt sagte: Es wird bald von allein laufen. Sieh, wie es frisst. Als es Zeit war, die Kühe abends nach Hause zu bringen, sagte der Kuhhirt zu dem Kalb: Wenn du dort stehen und fressen kannst, kannst du auch auf deinen eigenen Beinen gehen. Ich will dich nicht noch einmal nach Hause tragen. Inzwischen wartete der kleine Bauer an seiner Tür auf sein Kalb. Als der Kuhhirt mit den Kühen zurückkam und das Kalb fehlte, fragte der Bauer, wo es sei. Der Kuhhirt antwortete: Es ist noch draußen und frisst. Es wollte nicht mit uns kommen. Aber der kleine Bauer bestand darauf: Ich brauche mein Kalb zurück. Also gingen sie zusammen zurück zur Wiese, aber jemand hatte das Kalb gestohlen. Der Kuhhirt sagte: Es muss weggelaufen sein. Der Bauer antwortete: Sag mir das nicht, und nahm den Kuhhirt mit zum Bürgermeister. Wegen seiner Nachlässigkeit befahl der Bürgermeister dem Kuhhirt, dem Bauern eine Kuh für das verlorene Kalb zu geben. Nun hatten der kleine Bauer und seine Frau die Kuh, die sie sich schon lange gewünscht hatten, und sie waren sehr glücklich. Aber sie hatten kein Futter für sie, also mussten sie schlachten. Sie salzten das Fleisch ein, und der Bauer ging in die Stadt, um die Haut zu verkaufen, um mit dem Geld ein neues Kalb zu kaufen. Auf dem Weg kam er an einer Mühle vorbei und sah einen Raben mit gebrochenen Flügeln. Aus Mitleid hob er ihn auf und wickelte ihn in die Haut. Als das Wetter schlecht wurde mit Regen und Wind, konnte er nicht weitergehen, also kehrte er zur Mühle zurück und bat um einen Schlafplatz. Die Frau des Müllers war allein und sagte: Leg dich dort auf das Stroh, und gab ihm ein Stück Brot mit Käse. Der Bauer aß und legte sich mit der Haut neben sich, und die Frau dachte: Er ist müde und ist eingeschlafen. Dann kam der Pfarrer an, und die Frau des Müllers begrüßte ihn und sagte: Mein Mann ist nicht da, also können wir ein Festmahl haben. Der Bauer hörte das und war verärgert, dass er sich mit nur Brot und Käse begnügen musste. Die Frau servierte 4 verschiedene Gerichte: Braten, Salat, Kuchen und Wein. Gerade als sie sich setzen wollten, um zu essen, klopfte es an der Tür. Die Frau rief: Oh nein, es ist mein Mann! Schnell versteckte sie den Braten im Kachelofen, den Wein unter einem Kissen, den Salat auf dem Bett, die Kuchen unter dem Bett und den Pfarrer im Schrank am Eingang. Dann öffnete sie die Tür für ihren Mann und sagte: Gott sei Dank bist du zurück. Es gibt so einen Sturm. Es sieht aus, als würde die Welt untergehen. Der Müller sah den Bauern auf dem Stroh liegen und fragte: Was macht dieser Mann dort? Oh, sagte die Frau, der arme Kerl kam vor dem Sturm und Regen herein und bat um Unterschlupf.
Ich gab ihm etwas Brot und Käse und zeigte ihm, wo das Stroh ist. Der Müller sagte, damit habe ich kein Problem, aber beeil dich und hol mir etwas zu essen. Die Frau antwortete, aber ich habe nur Brot und Käse, das ist mir egal, sagte der Mann. Brot und Käse sind in Ordnung. Und dann sah er den Bauern an und sagte, komm, iss mehr mit mir. Der Bauer musste nicht zweimal gefragt werden. Er stand auf und aß. Dann bemerkte der Müller die Haut mit dem Raben, die auf dem Boden lag, und fragte, was hast du da? Der Bauer antwortete, ich habe einen Wahrsager darin. Kann er mir etwas sagen? Fragte der Müller. Warum nicht? Antwortete der Bauer, aber er sagt nur 4 Dinge. Das 5. behält er für sich. Der Müller war neugierig und sagte, lass ihn einmal etwas sagen. Der Bauer zwickte dem Raben den Kopf, bis er krächzte und ein Geräusch wie K machte. Der Müller fragte, was hat er gesagt? Der Bauer antwortete, zuerst sagt er, dass unter dem Kissen Wein versteckt ist. Wo? Rief der Müller und ging, um das Kissen zu überprüfen, und fand den Wein. Mach weiter, sagte er. Der Bauer ließ den Raben wieder krächzen und sagte, zweitens sagt er, dass im Kachelofen Braten ist. Wirklich? Rief der Müller und ging dorthin, wo er das Braten fand. Der Bauer ließ den Raben erneut krächzen. Drittens sagt er, dass auf dem Bett Salat ist. Das ist erstaunlich, rief der Müller und sah nach, wo er den Salat fand. Schließlich zwickte der Bauer den Raben wieder, bis er krächzte. Viertens sagt er, dass unter dem Bett Kuchen sind. Das ist unglaublich, rief der Müller und schaute unter das Bett, wo er die Kuchen fand. Jetzt saßen die beiden am Tisch, aber die Frau des Müllers hatte große Angst und ging ins Bett, nahm alle Schlüssel mit sich. Der Müller wollte das 5. Ding wissen, aber der kleine Bauer sagte, zuerst lass uns die 4 Dinge schnell essen, denn das 5. ist etwas Schlechtes. Also aßen sie und danach feilschten sie darüber, wie viel der Müller für die 5. Prophezeiung bezahlen würde, bis sie sich auf 300 Taler einigten. Dann zwickte der Bauer den Raben am Kopf, bis er wieder laut krächzte. Der Müller fragte, was hat er gesagt? Der Bauer antwortete, er sagt, der Teufel versteckt sich im Schrank am Eingang. Der Müller sagte, der Teufel muss herauskommen und öffnete die Tür. Dann musste die Frau die Schlüssel herausgeben und der Bauer öffnete den Schrank. Der Pfarrer stürmte so schnell er konnte heraus und der Müller sagte, es stimmt, ich habe diesen schwarzen Teufel mit eigenen Augen gesehen. Der Bauer jedoch ging am nächsten Morgen früh mit den 300 Talern. Zu Hause verbesserte der kleine Bauer langsam sein Leben. Er baute ein schönes Haus, und die anderen Bauern sagten, der kleine Bauer muss dorthin gegangen sein, wo der goldene Schnee fällt, und die Leute Gold mit Schaufeln nach Hause bringen. Dann wurde der kleine Bauer vor den Bürgermeister gerufen und gefragt, woher sein Reichtum stamme. Er antwortete, ich habe die Haut meiner Kuh in der Stadt für 300 Taler verkauft. Als die anderen Bauern das hörten, wollten sie auch Geld verdienen, also gingen sie nach Hause, töteten ihre Kühe und zogen ihnen die Häute ab, um sie in der Stadt zu verkaufen. Aber der Bürgermeister sagte, meine Dienerin muss zuerst gehen. Als sie zum Händler in die Stadt ging, gab er ihr nur 2 Taler für eine Haut, und als die anderen kamen, gab er ihnen auch nicht viel und sagte, was soll ich mit all diesen Häuten machen? Die Bauern waren wütend, dass der kleine Bauer sie getäuscht hatte, und sie wollten sich an ihm rächen. Sie beschuldigten ihn, den Bürgermeister betrogen zu haben. Der unschuldige kleine Bauer wurde zum Tode verurteilt und sollte in ein mit Löchern gefülltes Fass ins Wasser gerollt werden. Er wurde weggebracht und ein Priester wurde geholt, um eine Messe für seine Seele zu lesen.
Die anderen mussten sich weit weg aufstellen, und als der Bauer den Priester ansah, erkannte er den Mann, der mit der Frau des Müllers gewesen war. Er sagte zu ihm: Ich habe dich aus dem Schrank befreit. Jetzt befreie mich aus dem Fass. In diesem Moment kam ein Schäfer mit einer Herde Schafe vorbei. Der Bauer wusste, dass der Schäfer Bürgermeister werden wollte, also rief er: Nein, ich werde das nicht tun. Ich weigere mich, auch wenn alle anderen bestehen. Als der Schäfer das hörte, kam er herüber und fragte: Was ist los? Was wirst du nicht tun? Der Bauer antwortete: Sie wollen mich Bürgermeister machen, wenn ich ins Fass gehe, aber ich werde das nicht tun. Der Schäfer sagte: Wenn das alles ist, was man tun muss, um Bürgermeister zu werden, würde ich sofort ins Fass steigen. Der Bauer sagte: Wenn du hineingehst, wirst du Bürgermeister. Der Schäfer stimmte zu und kletterte hinein, und der Bauer schloss den Deckel über ihm. Dann nahm er die Herde des Schäfers für sich und trieb sie weg. Der Pfarrer ging zur Menge und kündigte an, dass die Messe beendet sei. Dann kamen sie und rollten das Fass zum Wasser. Als das Fass rollte, rief der Schäfer: Ich bin glücklich, Bürgermeister zu sein. Sie dachten, es wäre der Bauer, der das sagte, und antworteten: Das beabsichtigen wir, aber zuerst wirst du dort unten umschauen. Und sie rollten das Fass ins Wasser. Danach gingen die Bauern nach Hause, und als sie ins Dorf eintraten, kam der kleine Bauer leise zurück, trieb eine Herde Schafe und sah sehr glücklich aus. Die Bauern waren schockiert und fragten: Bauer, wo kommst du her? Bist du aus dem Wasser gekommen? Ja, in der Tat, antwortete der Bauer: Ich bin tief gesunken, bis ich den Boden erreicht habe. Ich habe den Boden des Fasses herausgedrückt und bin herausgekrochen. Dort waren wunderschöne Wiesen mit vielen Lämmern, die grasten, und ich habe diese Herde mitgebracht. Die Bauern fragten: Gibt es dort noch mehr? Oh ja, sagte er, mehr als ich bewältigen könnte. Dann beschlossen die Bauern: Sie würden sich Schafe für sich selbst holen, jeder wollte eine Herde, aber der Bürgermeister sagte: Ich gehe zuerst. So gingen sie gemeinsam zum Wasser, und gerade dann wurden einige kleine flauschige Wolken am blauen Himmel, die kleinen Lämmer genannt wurden, im Wasser reflektiert. Die Bauern riefen: Wir können die Schafe dort unten schon sehen. Der Bürgermeister drängte vor und sagte: Ich werde zuerst hinuntergehen und nachsehen, und wenn es gut aussieht, rufe ich euch. Er sprang hinein. Splash! Machte das Wasser. Er machte ein Geräusch, als ob er sie rufen würde, und die ganze Menge sprang ihm nach. Dann war das ganze Dorf verschwunden, und der kleine Bauer als der einzige Überlebende wurde ein reicher Mann. Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video.